Mein Name ist Barbara Holzer, ich bin Architektin und Mitbegründerin des Architekturbüros Holzer-Kobler Architekturen. Wir sind ein international tätiges Büro und vereinen ein breites Spektrum an Kompetenzen, von Städtebau und Architektur bis zu Szenografie, Ausstellungsgestaltung und Design. Unser Verständnis von Architektur war von Anfang an nicht einzig auf die klassischen Aufgabenfelder der Architektur beschränkt. Wir haben immer wieder versucht, neue Gravitationsfelder zu kreieren, interdisziplinär zu arbeiten und durch stetes Hinterfragen und Reflektieren Grenzen zu überschreiten. Dabei beschäftigen wir uns mit Fragen nach urbanen Lebensformen, der Neuinterpretation von baulicher Substanz, kultureller Vermittlung oder dem Verständnis von Nachhaltigkeit oder respektive Suffizienz. Für uns steht dabei immer eine spezifische Herangehensweise im Mittelpunkt. Neugierde und Offenheit sind dabei wichtige Triebkräfte unserer Arbeit und führen zu der gestalterischen Vielfalt unserer Projekte. Das Motto Changing Time, Shaping World oder für die Architektur Changing Space und Shaping Community ist ein wichtiges Thema in der Arbeit. Denn die Transformation von Räumen und Orten in neue bietet Menschen und Communities neue Lebensräume und somit auch neue Möglichkeitsräume. Wobei die Gestaltung von Räumen und deren Atmosphären wesentlichen Einfluss darauf hat, wie sich Menschen darin verhalten und den Ort für sich nutzbar machen. Changing Time bedeutet für mich in diesem Kontext, dass sich im Laufe der Zeit ununterbrochen Anforderungen und Bedarfe an unsere Lebens- und Arbeitsräume wesentlich ändern. Mit den aktuellen Entwicklungen, wie zum Beispiel dem Klimawandel oder der Pandemie und damit verbundenen politischen Herausforderungen, verändert sich auch der Fokus unserer Arbeit, überhaupt der Betrachtung von Architektur. Themen wie zum Beispiel rohstoffschonendes Bauen, Wiederverwendung und Upcycling, nicht nur von Materialien, sondern auch von Räumen, die Förderung des gesellschaftlichen Zusammenlebens oder Vernetzung der planerischen Kompetenzen beschäftigt uns zusehends stärker. Bei Changemaker-Prozessen im Bereich der Architektur in einem Umfeld, das an vielfältigen Prozessen beteiligt ist und über die Neu- und Umgestaltung von Räumen Wandel erzeugt, haben Fragen der gesellschaftlichen Integrität, des kulturellen Mehrwerts und der nachhaltigen Entwicklung beträchtlichen Einfluss auf die Umsetzungen. Dazu bedarf es visionärer, umsichtiger und dialogisch konzipierter Verfahren, bei denen wir versuchen, möglichst viele Perspektiven zu überlagern und in den Planungsprozess mit einzubeziehen. In meinem Vortrag möchte ich auf die Rolle der Architektur als eine der Künste eingehen, neben der bildenden Kunst, der Literatur, Musik, Film, Tanz und Theater. Wir sind ständig von gestalteten öffentlichen und privaten Räumen umgeben. Sie wirken auf unser Bewusstsein und prägen unser Leben, unser gesellschaftliches Verhalten und unser kulturelles Verständnis. Architektur kommt daher eine wichtige Rolle zu. Ebenso wie sie Macht demonstrieren, Hierarchien unterstreichen oder soziale Separation vorantreiben kann sie für eine verbesserte Kommunikation und Partizipation, für gemeinschaftliche Entwicklung gesellschaftlicher Freiräume oder neue Formen des Lebens beitragen. Architektur bewusst wahrzunehmen und zu erkennen und zu erkunden, steht daher am Anfang einer Auseinandersetzung mit der Frage, welche Potenziale Räume, also Architektur, den Menschen und der Gesellschaft bieten kann.